sind hier. Steffis im Wunderland. Wir schauen uns einen Film aus dem Jahr 1982 an. Und dieser Film heißt Poltergeist. Das ist der erste Teil. Hast du den schon gesehen oder noch nicht? Ja, ich kenne diesen Film, aber es ist schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Wenn ich ihn sehe, werden bestimmt einige Erinnerungen bei mir wieder wach. Wenn das der Fall ist, dann werden wir diese Angelegenheit ein bisschen aufleveln. In diesem Film gibt es ein kleines blondes Mädchen. Sie heißt Carolyn, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das stimmt, das ist sie. Wir haben hier Untertitel und jedes Mal, wenn ihr Name auftaucht, machen wir einen Wodka-Shot. Au, hu, 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 hu. Okay. Okay, das war einfacher als erwartet. Dann legen wir gleich los. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor wir mit unserer Episode und unserem Trinkspiel starten, möchten wir euch daran erinnern, stets verantwortungsbewusst zu trinken. Alkohol sollte immer in Maßen genossen werden. Denkt daran, verantwortungsbewusst genießen. Achtet auf eure Grenzen und trinkt nur, was ihr vertragen könnt. Lasst uns gemeinsam eine gute Zeit haben und dabei stets aufeinander achten. Es flimmert hier. Das Flimmern trifft direkt ins Auge. Das Bildflimmern ist bei alten TV-Geräten üblich. Die Zeilen verschmelzen und wabern, dazu kommt das Flimmern. Die Wendeltreppe ist wirklich schön. Sehr schwungvoll hier. Die Treppe ist interessant gestaltet, wie sie elegant nach oben führt. Mhm. Tiere sind wirklich klug. Ja, sie wissen genau, wo sie finden können und handeln rein instinktiv. Na bitte, wie man hier wunderbar sehen kann, wird hier ausgiebig gegessen. Tiere sind gut darin, zwei Dinge zu tun. Sie haben ein feines Gespür und essen gerne Menschen. Die Rückenlehne sieht hier aus wie ein Baum. Und die Äste erstrecken sich. Der Baum. Die Äste erstrecken sich. Wusch! Ah ja, genau. Jetzt erscheint der Geist. Du weißt es nicht. Er kommt noch nicht. Dann halte ich mal die Finger still. Sie ist total in Trance. Wenn sich Kinder so verhalten, bekomme ich Gänsehaut. Dieses Herumwandern in Trance. Und sieh dir mal an. Hast du ihre durchdringenden leeren Augen gesehen? Bip. Das Bildrauschen ist hier gerade echt stark. Nun steht intensive Kommunikation an. Hallo. Hallo! Dies ist ihre erste Hallo. Begrüßung. Es ist gut und wichtig, sich zu begrüßen. Sie hat das gut gelernt. Sie ist äußerst höflich, wirklich entzückend höflich. Ich muss noch darüber lachen, wie sie ihn gefragt hat. Wie siehst du denn aus? Ich finde das richtig lustig. Oh. Sie streicht sanft ihr Haar zurück und das Flimmern ist in vollem Gange. Jetzt marschieren sie alle herein. Es scheint, als gäbe es hier unten im Keller ein Familientreffen. 5. Nicht genügend! Nicht genügend. Nicht genügend! Ich sehe das schon. Sie wird eine zukünftige Lehrerin sein. Aber sie versteht doch Und sie nichts. verteilt die Noten schön gerecht. Sie sagt ständig, dass sie nichts weiß. Ihr letzter Ausweg, Handreichen. Sie hat ein feines Gespür für Kommunikation. Das ist genau ihr Ding. Darüber bin ich verblüfft. Aha, Steven Spielberg. Er ist ein renommierter Filmregisseur, der beeindruckende Filme geschaffen hat. Das ist mein Lieblingsregisseur. Nenne mir 3 Filme, an denen er mitgewirkt hat. Paw. E.T. Ja, Ich kann gerade nicht viele aufzählen, weil du mich so plötzlich gefragt hast. Kennst du noch einen zweiten Film? Der weiße Hai. Ach ja, richtig. Das ist ebenfalls ein älterer Film. Und der dritte Film? Ein älterer Lieblingsfilm von mir ist The Goonies.
Ich sehe das genauso. Spielberg hat wirklich viele gute Filme gemacht. Ja, er hat viele gemacht. Welche fallen mir noch ein? Ja, Indiana Jones ist auch sein Werk. Das ist auch von ihm. Er ist ein herausragender Regisseur. Langeweile kommt in seinen Filmen nicht vor. Auch an der TV-Serie United States of Terror hat er mitgearbeitet. Diese Serie hat einfach einen einzigartigen Reiz. Diese Thematik ist untypisch für ihn. Unser Ziel ist es, 500 engagierte Abonnenten für unseren Kanal zu gewinnen. Jetzt ist Ihre Gelegenheit, unseren Kanal zu unterstützen und Teil unserer wachsenden Community zu werden. Abonnieren Sie jetzt und entdecken Sie spannende Inhalte mit uns. Dieser typische und endlose Einsatz des Zeitlupeneffekts. Stimmt, in älteren Filmen nahm man sich wirklich Zeit mit langsamerer Kameraführung. Durch die langsame Kameraführung wurde jedes Bild behutsam aufgebaut. Total spannend, Die bedächtige Kamerabewegung gab dem Zuschauer Zeit, der Geschichte zu wie folgen. sehr sich das gewandelt Heute hat. dominiert turbulente, reizüberflutete Bildsprache. Oh, das ferngesteuerte Hattest du so eins? Auto habe ich geliebt. Entspannt hinsetzen und mit dem Spielzeugauto spielen. Hattest du früher auch ein BMX-Fahrrad? Ja, und ich habe es geliebt. Diese Fahrräder waren super. Ja, das war super. Stellt schon mal das Bild scharf, Jungs. Ich bin da. Der Mann sorgt gerade für eine regelrechte Bierdusche. Überall spritzt es. Das ist ja fast wie eine Bierflut. Macht auf! Ach, so eine Scheiße. Das ist ein typisch amerikanisches Haus, perfekt eingebettet zwischen den Reihenhäusern. Ein echtes USA-Kennzeichen. Die Nachbarn sind sehr nah beieinander. Es gibt einen großen Wald in der Nähe. Endlose gerade Straßen und die Kinder spielen und toben draußen. Ja, das ist ganz typisch für die amerikanische Darstellung. Ja, das zeigt stark, wie harmonisch das Familienleben dargestellt wird. Ja, so ist das. Hey, da ist was von Star Wars. Ja, im ganzen Raum verteilt. Im Hintergrund sieht man auch die Darth Vader-Maske. Ja, genau. Und daneben stehen die anderen Figuren. Da frage ich mich direkt, sah dein Kinderzimmer auch so aus? Oder doch anders? Nein, ich hatte nur eine schwarze Kohle unter meinem Einzelbett. Das war es auch dann schon gewesen. Ach ja, stimmt. Früher konnte man mit der Fernbedienung andere Röhren-TVs umschalten, wenn sie auf der gleichen Frequenz liefen. So konnte man das Programm der anderen manipulieren. Ah, Tada! oh, okay. Deshalb ändern sie das Programm des Nachbarns, wie man hier sieht. Sie liefern sich ein Klickduell. Hi, Ben. Wir sehen uns das Footballspiel gerade an. Meine Kinder wollen Mr. Rogers. Ach so, deshalb. Sie wechseln abwechselnd das TV-Programm. Jetzt ist mir klar, worüber wir reden. Sie stören sich gegenseitig und wechseln das Programm des anderen. Was mich besonders fesselt, ist, wie Steven Spielberg hat clever die Stimmung erzeugt, indem er die Störungen der Röhren-TVs nutzt, um die Frage aufzuwerfen, ob es ein Elektronikfehler oder ein Poltergeist war. Ja, entweder das eine oder das andere. Wie sich herausstellte, war das nur eine Störung durch die Fernbedienung des Nachbarn. Die Vogelschattenszene ist besonders. Wer kommt auf die Idee, dass man einen Vogel mit der Klospülung verabschiedet? Zusätzlich schaut das Kind jetzt schockiert zu. Das wird bestimmt ein Trauma. Außerdem ist der Vogel tatsächlich steif. Oh, das ist echt Lass uns das ekelhaft. Thema lieber ruhen lassen. Hast du auch früher gerne auf Bäume geklettert? Ununterbrochen. Das habe ich früher auch gemacht. Jetzt mache ich das überhaupt nicht mehr. Geht mir genauso. Wo gibt's hier noch Bäume? Wo sind sie? Es gibt dünne Birken, die leicht abbrechen. Die Zuckerstange versuchen. Sie füttert den toten Vogel reichlich. Das ist einfach entzückend. Und das hier, wenn er sich einsam fühlt. Wie unglaublich herzerwärmend. Und falls er Oh. nicht friert. Jetzt kannst du zumachen. Das ist eine attraktive Box mit verschiedenen Angeboten. Mit diesen Dingen in der Box verpackt und bereit, die letzte Reise in Frieden anzutreten. Wunderschön. Ästhetisch. Es wurde an alles gedacht. An das Essen, die Wärme und die Liebe. In diesem Paket ist wirklich alles enthalten, was wichtig ist. Ja, genau. Das ist alles enthalten. Der kräftige Wind streicht über den Kopf des Jungen und zerzaust seine Haare. Wenn ich die Frisur des Jungen sehe,
erinnert sie mich sofort an die Serie The Big Bang Theory. In der Serie gibt es einen Absolut. Schauspieler, der ihm ähnlich sieht. Das ist er selbst als Kind. Er ist herangewachsen und groß geworden, hat jedoch seinen Stil nie verändert. Seine Beatle-Frisur trägt er bis heute. Abschied nehmen und loslassen, das haben sie wirklich schön umgesetzt. Was ist mit ihm los? Bitte komm sofort von da oben runter. Der Hund buddelt eifrig ein Loch. Jetzt kriege ich einen Goldfisch, ja? Jetzt bekomme ich einen Wie Goldfisch. sie auf einen Fisch umgeschwenkt ist. Ein finsterer, regloser Baum. Der starre und gruselige Baum. Da ist ein Da Gesicht. ist ein Gesicht. Und diese Gruselnase. Das muss ich unbedingt erwähnen. Die Bildgestaltung des Films ist wirklich ein Meisterwerk. Weißt du, Steve, ich bin fest davon überzeugt, dass sowas erblich ist. Ich meine, Carol Ann, letzte Nacht. Hier steht Ihr Name. Oh mein Gott, ihr Name ist hier zu sehen. Als ich 10 war. Und irgendwelche Kratzer. Stell dir vor, du schlafwandelst, wirst entführt und bekommst Knutschflecken. Oh, scheiße, Steven. Oder ich glaube, ich habe den Untertitel missverstanden. Oder Carol Ann schlafwandelt und fällt rein, noch bevor Wasser drin ist. Und hier steht wieder ihr Name. Olle! Clowns tauchen ständig in Horrorfilmen auf. Unheimlich, wie er reglos dasitzt. Grinsend sitzt er da, die Beine ruhig. Und dann dieses zahnlose Grinsen oben. Der Junge wirkt brutal, wie er den Clown mit der Fingerpistole fixiert. Das ist wirklich verstörend. Wer stellt sich freiwillig so einen Clown, dazu noch mit seinem hässlichen Aussehen, ins Kinderzimmer? Wer kommt auf so eine Idee? Ich verstehe das auch nicht. Sag Mami gute Nacht. Nacht, Mom. Gute Nacht, mein Clever vom Vater. So schläft der Sohn nicht im Ehebett. Und sie tappen wieder ins Kinderzimmer. Da sind wir schon. Warum nicht die Vorhänge zu? Dann wäre das Problem schnell gelöst. Das ist ein sehr alter Baum. Der steht schon viele Jahre hier. Ich meine, der stand schon hier, bevor meine Gesellschaft die Häuser hier errichtet hat. Ich mag seine Äste nicht. Er weiß, dass ich hier wohne. Ist es nicht so? Er weiß alles über uns, deshalb habe ich ja das Haus auch so dicht neben ihm gebaut, damit er uns beschützt. Dich und Caroline und... Der Baum weiß schlichtweg alles. Er ist ein sehr weiser alter Baum. Er sieht mich so an. Das ist sehr interessant, was der Vater behauptet. Weißt du, wie man den Zeitpunkt zwischen Blitz und Donner berechnet? Diese Behauptung haben viele Väter über Generationen ihren Söhnen weitergegeben. Jeder prägte sich das ein und erlebte es, und manchmal war es auch richtig. Das überrascht mich jetzt. Das Blitzlicht ist ein echter Augenöffner. Es ist ganz selbstverständlich für uns, wenn der Wecker früh vibriert und blinkt. Mit diesem zarten Erwachen wird man begrüßt. Ständig, täglich, Tag für Tag. Tag ein, Tag aus, immer wieder jeden Tag. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht genügend. Nicht genügend. Es sieht nach einer angenehmen Nacht aus. Sieht danach aus, wie sie zusammen nebeneinander liegen. Und der Morgengruß beginnt erneut. Seltsam, dass es niemandem auffällt, außer der Kleinsten der Familie. Hörende bezeichnen dieses Flimmern im Fernseher als weißes Rauschen. Ah, verstehe. Es stimmt irgendwie. Diese kleinen weißen Pixel, die vor sich hin tanzen. Oder fast wie eine Disco-Atmosphäre. Das könnte genauso gut ein Rave sein. Ein Rave. Jetzt beginnt das mysteriöse Locken von Carol Ann. Ahnungslos schlafwandelt sie, wie ferngesteuert zum Fernseher. Stell dir vor, das würde mein Kind tun. Ich frage mich, ob sie ein nettes Hallo gesagt hat. Ja, so wie sie es zu Beginn gemacht hat. Eine Geisterhand materialisiert sich und greift zu. Das Händchen setzt seinen Weg fort. Verstört und gleichzeitig mesmerisiert. Der Nebel vor ihren Augen zog langsam vorbei. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier! Du ganz sicher. Dad sagt das auch. Dad sagt das auch. Kannst ihn ja fragen. Kannst Dad fragen. Hey! Als dem Jungen der Boden seines Glases abbrach, mit einem Lächeln führte er das Gespräch fort.
Es überraschte ihn nicht, dass es zerbrach. Er tat, als wäre nichts. Diese Reaktion war nicht glaubhaft für mich. Das fiel mir auf, weil er gelächelt hat. Steh auf dich! Wie die Mutter voller Stolz lächelt, als ihre Tochter sich den Bauarbeitern stellte. Eine gute Familie. Schau, da steht wieder ihr Name. Der Name wurde erneut gesagt. Stell dir vor, du bist so nah am Bildschirm, dass es nicht nur die Augen zerstört. Besonders wenn du gehörlos bist und dann schaltet deine Mutter auf einen Kriegsfilm um. Die Mutter ist völlig aufgeregt. Da ist Carol wieder. Wenn mir so etwas passieren würde, ich wäre einfach sprachlos. Roast. Zum Wohl. Bleibst einfach hier stehen, okay? Und entspann dich, bitte. Und jetzt musst du weit. Hat sie tatsächlich Markierungen auf dem Boden gesetzt? Damit sie weiß, was auf diesen Flächen geschieht. Und sie ist völlig aus dem Häuschen. Der Mann fühlt sich in dieser Situation unwohl. Kannst du dir vorstellen, eine Dolmetscherin wäre so außer sich? Ganz und gar mitfiebern. Was für Störungen meinen Sie? Wir meinen vor allem Teller und Möbel, die sich wie von selbst bewegen, verstehen Sie? Möbel und Dinge, die ein Eigenleben haben, und dann verpasst sie sich Quatsch. selbst eine Ohrfeige. Lass das. Es waren die Moskitos, die durch die Luft flogen. Tut mir leid, aber irgendwas musste ich doch sagen. Mit jeder Minute haben wir 1 Liter Blut verloren. Sprich mir eins, der Vorfall bleibt unter uns. Nicht kratzen. Morgen suchen wir uns einen Experten, ja? Meinst du? Wer soll das sein? Mal ehrlich, wer könnte dir da weiterhelfen? 1001, 1002, 1003, 1000. Der Baum tritt immer näher ins Bild. Und jetzt nochmal die Frage, warum wird der Vorhang immer noch nicht zugezogen? Ja, das erscheint nicht logisch. Einfach und schlicht den Vorhang zuziehen. Für mich ist das nicht eindeutig zu verstehen. 1001, 1002. Der Schrei macht den Mund genauso weit auf wie das A im Baum. Jetzt ist der Clown ängstlich und sitzt direkt neben ihr. Und im nächsten Schnittbild ist er dabei, sie zu umarmen. Ich sehe, dass sich Schmutz unter dem Bett im Kinderzimmer angesammelt hat. Jetzt wird er eingesaugt. Deshalb, als in der Szene die Stühle plötzlich auf dem Küchentisch standen. Der eigentliche Grund war, dass der Boden gründlich aufgewaschen werden sollte. Es bedarf einer Reinigung. Es scheint, als hätte der Geist eine besondere Affinität für Sauberkeit. Ja, das hat er. Und das war's. Es ist verschwunden. Nun kann man mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Ort wahrlich leer und makellos sauber ist. Der Baum scheint den Jungen förmlich verschlingen zu wollen. Kurz darauf erleben wir einen Tornado. Und all das haben wir bereits in nur 30 Minuten Filmzeit erlebt. Da ist wirklich einiges passiert. Was ist mit dir, mein Engel? Caroline! Caroline! Wo ist Caroline? Wo ist sie? Sie blickt zum Fernseher, weil sie die Rufe ihrer Tochter daraus vernimmt. Stell dir vor, die Mutter von Carol Ann wäre gehörlos. Wie würde sie dann wohl kommunizieren? Sie ruft, doch die Mutter würde es nicht hören und weiterhin nach ihr suchen. Das gab es in gewisser Weise schon in den 90ern. Mit ruckeliger Webcam-Qualität irgendwo dazwischen. Es mag zwar kein Augenschmaus sein, doch immerhin bietet es etwas. Mit einer Brieftaube wäre es wohl effektiver. Ja, das geht im Handumdrehen. Und hier erscheint ihr Name, gleich zweimal. Haben Sie irgendetwas davon publik gemacht? Nein, niemand weiß davon. Würden Sie uns
Was würdest du tun, wenn deine Tochter auf diese Art und Weise verschwinden würde? Entschuldigen Sie bitte, aber mein Fernseher hat gerade meine Tochter verschluckt. Der tanzende Zirkel auf der Schallplatte. Wir haben uns bemüht, dafür zu sorgen, unsere Familie trotz der Ereignisse zusammenzuhalten. Natürlich schlafen wir nicht sehr viel und Steven hat... Wissen Sie, zu ergründen... Das ist nicht gerade einfach zu lösen, oder? Dürfte nicht leicht sein. Was ich sagen wollte, ist, dass es sich hierbei vielleicht gar nicht... Für die Familie ist es mittlerweile ein normaler Zustand, dass sich die Gegenstände im Raum von selbst bewegen. Und wenn Gäste zu Besuch sind, muss es für sie wohl äußerst merkwürdig sein. Sie sind hier. Sie ziehen nicht in Erwägung, aus diesem Haus auszuziehen. Sie bleiben dort. Das ist in der Tat interessant. Bitte antworte mir, Liebes. Hey, Antworte mir. wer soll dir antworten? Na, mit Mit wem möchtest du denn gerne sprechen? Mit wem denn? Du, ich werde jetzt einen Schluck für Carol nehmen. Ich wünsche ihr daher eine gute Reise. Dieser unerträgliche Lärm ist kaum zu ertragen. Sie betet inbrünstig und unermüdlich, während alle anderen in Panik verfallen. Jeder ist in einem Zustand völliger Katastrophe, doch die Mutter setzt unbeirrt fort. Ja, sie ist vollkommen darin vertieft. So völlig gegensätzlich. Wurde Carol jetzt etwa zur Uhrmacherin? Was ist denn das? Während sie umherirrt, stiehlt sie den Schmuck und schiebt ihn ihrer Familie unter. Eine Schmuckdesignerin, könnte man sagen. Sie ist gerade durch mich durchgegangen. Durchgegangen. Nur hindurch. Ich habe sie gespürt. Ich kann sie spüren. Und das ziemlich massiv. Ich konnte sie eben riechen. Riechen. Jetzt wird geschnüffelt. Jetzt beten wir alle gemeinsam. Ich habe sie gespürt. Ich glaube, die älteste Tochter steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch und verliert langsam die Kontrolle. Da würde jeder den Verstand verlieren. Jetzt ist das wahre Böse hier. Ich glaube, die Wohnung könnte etwas frische Luft vertragen, weil es die Sauberkeit und den angenehmen Duft liebt. Prost! Können Sie mir sagen, Rost. möglichst genau, wo Carol Ann gespielt hat, bevor sie verschwunden ist? Noch einmal. Diane! Wo meinen Sie, hat Carol Ann gespielt, ehe sie plötzlich verschwunden ist? Im Schlafzimmerschrank. Das war ein tiefgehender Biss. Ich glaube, wir bleiben die Ein Nacht kräftiger hier Biss. Oh nein, daraus wird nicht. Ich denke, wir werden unten schlafen. Ich werde auf keinen Fall hier weggehen ohne Carol Ann. Oder Dinge, die im Haus sind. Und da ist dieser Slow-Motion-Effekt. Ein Bilokalisationspunkt. Punkt. Diese 3 Wörter sind wirklich von großer Schönheit. Ein ausgesprochen langes Wort. Hier wird ein Gespräch über den Tod geführt. so weiß und straff. In ihren Augen sind die stechenden 2 Punkte deutlich zu erkennen. Es ist wirklich beeindruckend, wie sie das mit dem Licht in ihren Augen umgesetzt haben. Verschmilzt man mit ihm für immer. Verschmelze auch du mit uns. Unterstütze uns und abonniere unseren Kanal. Ein herzliches Dankeschön vorab. Wir wissen eure Unterstützung zu schätzen. Dass sie noch lebendig sind? Ja. Yes. Sie waren vielleicht nicht bereit dazu. Wäre möglich, sie hatten ihr Leben noch nicht voll ausgekostet oder sie waren schon sehr alt geworden und wollten noch länger leben. Sie wehren sich dagegen. Sie spielt damit auf die Ewigkeit an. Auch wenn das Licht sie magisch anzieht. Wir haben doch vorhin Großmutter angerufen. Sie freut sich. Nur weg mit dem armen Jungen. bei ihr wohnt. Und ich weiß, dass sie große Dinge mit
Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, bei diesem Familiengespräch zwischen Mutter und Sohn, seine Schwester ist im Nirgendwo verschwunden. Und dann wird ihm gesagt, dass er später zu Oma gebracht wird. Das Erste, was ihm in den Sinn kommt, ist, ob er seine Spielsachen mitnehmen darf. Und die Mutter macht auf normal weiter. Das ist durchaus ziemlich abstrakt. Ja, aber nur ein kleines bisschen. Fast ein wenig mehr. Er betritt ein fremdes Haus, überschreitet eine Grenze und bedient sich dabei genüsslich an einem saftigen Steak. Wie selbstverständlich alles für ihn ist. Es ist genau dasselbe wie der Bauarbeiter zu Beginn, der sich selbst am Eintopf und Kaffee bedient hatte. Von mir aus, wenn es um eine Kleinigkeit geht, die man sich selbst kocht und vorher fragt, ob man das darf, weil man etwas hungrig ist. Aber bei einem Steak hört der Spaß auf. Wie dieses saftige, große Stück Fleisch. Ein Steak. Mit dem Stück Fleisch im Mund stellt er erschrocken fest und sieht es sich näher an. Hier tritt wieder der Effekt mit den Augen und dem Licht auf. Wie diese zwei Lichtpunkte fest fixiert sind. Was ist das? Das langsam dahinkriechende Steak. Ach so. Ma, ist das grauslich. Da lässt man das mit dem Essen. Das Fleisch scheint lebendig zu sein. Ein schrittweises Gesichtspeeling. Die Maskenbildner haben mit ihrer Arbeit einen außerordentlich überzeugenden Effekt erzielt. Ja, das schon. Die besagte Szene des Films erreichte das Fernsehpublikum seinerzeit nicht, da sie aus dem Sendematerial exzidiert wurde. Die einst als zu brutal geltende Einstufung des Films wurde revidiert, sodass er heute ab 12 Jahren freigegeben ist. Erstaunlicher Wandel. Das war so grauslich. Die beruhigenden Tupfer auf seinem Gesicht. Die Nadel des Detektors zeigt weiterhin Auslenkungen. Jetzt kommen sie alle. Jetzt läuft es. Erlaufen. Jetzt laufen. Wie die 3 Fernseher gereiht sind. Ehrlich gesagt, der Mann hier hat wirklich nur eine Aufgabe, zu beobachten. Und was macht er stattdessen? Nahezu alles Er falsch. zeichnet vor sich hin und hört Musik. Es war lediglich eine Aufgabe, nur eine einzige. Ist aber eigentlich egal, da die Kamera die Initiative ergreift und sich das Bild automatisch ausrichtet. Jetzt frisieren sich die Geister ihre langen Haare, eröffnen den Auftritt und sind bereit. Das lange Haar ist gestylt und bereit für den großen Auftritt. Jetzt schlägt die Nadel extrem gravierend und unermüdlich aus. Der Nebel erhebt sich. Dass der Hörende nicht mitbekommt, wie die Nadel laut über die Oberfläche kratzt. Und ihm fällt auch nicht auf, dass es mittlerweile hell geworden ist. Visuell ist er definitiv durchgefallen. Er hat gerade "Oh mein Gott" gesagt. Warum gibt es dafür keinen Untertitel? Das stimmt, das fehlt tatsächlich. Aber Jetzt hallo? achten wir noch genauer darauf. Dass die Kleidung so schweben kann, hatte früher 2 Wochen gedauert, um das zu bewerkstelligen. Man hatte das in einem Swimmingpool gedreht, um diesen Schwebeeffekt zu erzielen. Dass es so träumerisch dahinschwebt, so wurde der Schwebeeffekt umgesetzt. Das ist echt außergewöhnlich. Das war eine der Optionen, die sie damals hatten. Diese besondere Leichtigkeit authentisch nachzustellen. Der Besuch bei seiner Großmutter steht nun an. Genau, so ist es. Wie er sich davonschleicht. Sogar der Hund entscheidet sich freiwillig, abzureisen. Wenn es um das Thema Taxi geht,
Der Sohn wird allein ins Taxi gesetzt und denkt, er wäre auf dem richtigen Weg. Doch der Scheint Taxifahrer normal könnte zu ihn sein. überall hinfahren. Die Eltern gehen nicht hin und fragen, darf ich deine Nummer haben? Nichts dergleichen. Er steigt einfach ein und fährt los. Und auf Wiedersehen. Das ist der Grund dafür. Für einen Swimmingpool. Es gehört das ganze Land. Man müsste den Friedhof entfernen und an einen anderen Ort verlegen. Die Scherben sind bloß Leute. Es ist gleichgültig, wer hier liegt. Es spielt keine Rolle, wer sie sind. Wirf es weg. Immer raus damit. Im Tal. Jetzt ist der Knoten geplatzt, wegen des Friedhofs. Genau deshalb. Niemand hat sich beklagt bisher. Besser, du sagst nichts dazu. Das ist gemein und bösartig. Deshalb finden die orientierungslosen Seelen nicht zurück. Ja, mitunter. Ich liebe sie. Wer kommt da jetzt? Ich liebe diese Frau, so wie sie ist. Ich hätte da eine Frage. Ist sie genauso groß wie du? Wie scharfsinnig sie mit ihrem Blick den Raum durchleuchtet. Ihre Antennen sind bereit, Informationen aufzunehmen. Und sie kommuniziert mit ihrem Seelenherz, wie man hier schön erkennen kann. Das Seelenherz. Das halbe Seelenherz. Sie spürt bereits den Weg nach oben. Das ist eine bescheidene Masche. Die Art, wie die Masche gebunden ist, sowie ihr langer Schweif. Sie hat Fähigkeiten, die erwiesen sind. Hören Sie, wir haben Carol Ann seit gestern Nacht nicht gehört. Warum ist diese Tür verschlossen, Mr. Frühling? Antworte ihr, Steven. Ruhig. Dieses Haus hat viele Zentren. Kommen Sie zu mir runter. Ich krieg sonst eine Genickstarre, wenn ich Eine immer zu Ihnen Nackenstarre. aufblicke. Ist dir das bekannt? Mir ist das sehr bekannt. Ja, ich verspreche es. Bitte tun Sie alles. Das war jetzt ein Schmatzer. Ein herzlicher Kuss. Es ist auch ganz normal, einer fremden Person einen solchen Schmatzer zu geben. Ist das erlaubt? Sie darf das tun. Ich muss Ihnen noch was Das sagen. behauptet sie einmal. Die Behauptung ist es so formuliert. Hat sie in seiner Die Lebenskraft. An dieser Stelle ist es auch wichtig zu wissen, dass diese Art der Redeweise zu jener Zeit als ziemlich gewagt galt. Denn die katholische Kirche und ihre Moral hatten gesellschaftliche Prägungen. Und im Jahr 1982 hat die Esoterik den moralischen Ansatz vollständig differenziert. Das stimmt. Das war ein ganz anderer Zeitgeist. Für Carol Ann. Für sie ist es nichts weiter als ein kleines unbekanntes Kind. Für uns Für uns jedoch ist es die Bestie. ist es die Bestie. Ist Die es die Bestie. Bestie. Ist es die Bestie. Die Bestie. Die Bestie. In diesem Film wird das Slow Close-Up geschätzt. Und jetzt sollten wir ihre Tochter holen gehen. Jetzt holen wir die Tochter zurück. Zurück mit ihr. Aber Dali. Das ist ein Bilokalisationspunkt. So ist das. Carol Ann, hier ist Mami. Dort steht wieder Carol. Carol Ann, bitte begrüß Mami. Nicht nachlassen. Kannst du deinen Daddy grüßen? Carol Ann, ich möchte, dass du antwortest. Sagen Sie ihr, dass Sie sie verhauen werden, wenn sie nicht antwortet. Was soll der Blödsinn? Ich muss mir noch nachschenken. Schnell, schnell! Eure Gedanken müssen rein sein. Es weiß, was euch Angst macht. Und das wusste es schon von Anfang an. Geben Sie ihm nicht noch mehr in die Hand. Es war schon zu viel. Und jetzt öffnen Sie die Tür. Das ist eine sehr gute und überzeugende Aussage. Sie nähert sich dem Licht mit sehr langsamen Schritten. Diese Filmarbeit und die Präsentation der Bedeutung von Licht und Schatten sind hervorragend. Ja, das ist sehr toll gemacht.
Ich habe gesehen, wie er laut schrie. Okay. Okay. Sie ist fast atemlos. Sie ist die Nächste, die langsam voranschreitet. Carol Ann, jetzt hör mir gut zu. Du darfst auf gar keinen Fall ins Licht gehen, hörst du? Geh bitte nicht weiter. Halt! Das ist ein ekliger Schleim. Helfen Sie es mir, um die Taille zu legen. Was haben Sie jetzt vor? Ich werde jetzt reingehen und Sie zurückholen. Mit Ihnen wird sie nicht mitgehen. Lassen Sie mich gehen. Sie haben sowas bisher noch nie gemacht. Auch nicht. Da wurde sie plötzlich still. Mit dieser Antwort hatte sie nicht gerechnet. Lustig, wie sie ohne Diskussion den Vortritt überlässt. Jetzt steuert sie schrittweise dem Licht entgegen. Was denkst du in diesem Moment wohl, was die auf der anderen Seite erwartet? Und sie geht weiterhin entschlossen ihren Weg. Könnte bitte jemand den Ventilator ausschalten? Ein kleiner Schubs genügt schon. Ein Stoß. Wir haben keine Zeit, das muss schneller gehen. Das hingebungsvolle A ist hier sichtbar. So wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. In diesem Fall hatte der Schrei bereits eine gewisse Ähnlichkeit. Ihre Schreie spiegeln sich gegenseitig. Jetzt sind sie gerettet. Und sie werden gut begleitet. Schnell ins Wasser. Es wird gut. Es wird alles wieder. Es wird gut. Es wird alles wieder gut. Nur vorsichtig. Er hat eine große Kamera. Diese Szene erinnert mich ein wenig an die Szenen einer Geburt. Da hast du absolut recht. Ihr Blick vermittelt den Eindruck, als hätte sie sich gerade in die Hose gemacht. Und sie ist sich unsicher, ob das jemand bemerkt hat. Hast du das gesehen? Wer ist das? Türe zu, wir sind jetzt unter uns. Wir möchten jetzt einen Moment für uns haben. Das ist uns zu nahe. Könnten Sie bitte gehen? Die Erleichterung. Es ist hier jetzt blitzeblank. Nach dem ganzen Drama ist es ihnen egal, noch eine Nacht in diesem Haus zu verbringen, um am nächsten Tag mit dem Umzug zu beginnen. Jede andere Person würde sofort ausziehen und nicht einen Moment darüber nachdenken, ob sie bleiben sollte. Ich wäre dankbar, dass meine Tochter zurück ist und ich würde sofort von diesem Ort abhauen. Da ist der Clown schon wieder. Ich bin mir sicher, dass ich ihn zuerst rauswerfen würde. Das auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, aber dieser junge Robbie hat ein merkwürdiges Verhalten. Nur ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen. Ja, ein klein wenig. Es ist irgendwie interessant, dass sie beide miteinander spielen. Als wäre nichts geschehen. Ja, völlig gedankenlos und unbeschwert. Sie liegen nicht da und grübeln über ihr Trauma. Oh ja. Hier ist der Clown. Wie seine Beine hin und her schwingen. Warum wird dieser Clown genau vis-à-vis des Bettes platziert? Ja, was bringt es ihm gegenüber zu sitzen, damit ein endloses Anstarren stattfindet? Wie sanft sie den abgetrennten Kopf der Puppe wieder an den Körper drückt. Der Slow-Close-Up-Motion-Effekt ist wieder da. Oh je, der Clown ist verschwunden. Er ist nicht mehr da. Er krabbelt irgendwo herum. Unbeschwert föhnt sie sich ihr Haar. Wusstest du, dass diese Szene im Film Scary Movie parodiert wurde? Sie hatte auch so ein T-Shirt mit einer Nummer drauf. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir ein. Ich glaube, die Szene wurde von Tori Spelling, der Schauspielerin, übernommen. Ja, das stimmt. Das ist sie tatsächlich. Meintest du genau diese Szene? Ja, das ist ja ein ganz schönes Gehupfe. Manchmal ist es entscheidend, eine andere Perspektive einzunehmen. Es erreicht irgendwann einen Höhepunkt, bevor es schließlich abwärts geht. Quasi einen angenehmen Rundgang im Zimmer. Das Gespür für den Raum. Da steht Carol wieder. Wie sieht es eigentlich aus? Wo ist Ihr Mann?
Er ist draußen und kündigt gerade seine Stelle. Das war jetzt lautsprachliches, begleitendes Gebärden pur. Ich glaube, sie ruft nach Hilfe. Das könnte durchaus möglich sein. Sie rutscht dort endlos. Bei dieser Szene wusste die Schauspielerin nicht, was sich unter dem Wasser befand und dass es sich um Leichen handelte. Denn sie wollten ihre echte Schockreaktion festhalten. Dieser dichte Schlamm. Denke an alle Soldatinnen und Soldaten, die sich mühsam diesen aufsteigenden Hügel hinaufkämpfen müssen. Wie anstrengend es ist. Und wenn man dann wieder zum Anfang hinunterrutscht. Eine Rutschpartie mit einem Lächeln. Zum Glück hatte sie ihren Mund beim Rutschen weit geöffnet. Bakterienwasser, ich komme. Jetzt tauchen sie auf. Ma, das ist ekelhaft. Ich bekomme eine Gänsehaut. Der Gang zieht sich in die Länge. Was hier gerade passiert, erlebe ich oft am Morgen, wenn ich nach dem Aufstehen zur Toilette muss. Unendlich weit entfernt. Unendlich weit entfernt. Der Vater kommt jetzt nach Hause und wundert sich, was hier gerade schief geht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass seine Frau keine Party veranstaltet. Und es handelt sich auch nicht um eine Gehörlosenparty. Das wäre ein Missverständnis. Da er sich seine Ohren zugehalten hat, könnte es doch eine Gehörlosenparty sein. Positiv betrachtet muss er den Küchenboden jetzt nicht mehr aufwischen. Ich glaube, der Poltergeist war mit dem Fußboden unzufrieden. Er möchte einfach einen neuen haben. Vielleicht gab es damals auch keine Reklamationsstellen dafür. Da gab es vielleicht keine Chance. Durchaus. Ich würde das mal so stehen lassen. Nein, warte. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist denn hier passiert? Mein Zuhause. Hast du den Knutschfleck auf der rechten Seite ihres Halses gesehen? Ja, habe ich. Für diese Szene, in der sich das Haus in Luft auflöst, benötigte man etwa einen Monat, um diesen Effekt zu erzielen. Jedes einzelne Teil zerstückelt. Boah, das ist eine Menge Arbeit. Ein ganzes Monat. Dabei war der Effekt nur für kurze Zeit im Bild zu sehen. Er dauerte nur ein paar Sekunden. Heute wird man damit regelrecht überflutet und überwältigt. Es ist so arg, nur ein Monat. Stimmt, nur ein Monat. Das ist lang. Oder sie werden es vielleicht auch nicht vermissen. Da ist wieder dieser intensive Fokus in den Augen. Das ist wirklich gut gelungen. Alle haben genug für den Tag. Und was hast du gestern so gemacht? Ich war zufällig im Licht und habe meine Tochter abgeholt. Das klingt ja schön. Der Fernseher muss raus. Das Trauma sitzt tief. Raus mit dem Gerät. Es ist gar nicht so schlecht, ohne Fernseher zu leben. Das steht fest. Die Familie hat sicherlich keine Lust auf einen weiteren Umzug. Es gab auch keine Handys, nichts dergleichen. Ja, das stimmt. Das war wirklich eine schöne Zeit. Jetzt ist der Film zu Ende und der Abspann läuft. Der Abspann ist mit visuellen Effekten ausgestattet. Das war wirklich ein guter Film. Ja, der war ausgezeichnet.
Was ist da passiert? Wie kann es geschehen, dass es im Sommer friert, dass Udo rückwärts gehen und man sich im Spiegel plötzlich gar nicht mehr sieht? Oh je, fragt doch Steffis im Wunderland, Steffis im Wunderland, in ihrer Welt aus Träumen und Ironie. Oh, oh. Steffis im Wunderland.